Die Musiker-Baureihe von LMC, das Ganze begann ja schon in den 50er Jahren. So richtig gegründet wurde LMC 1981 und kommt aus Nordrhein-Westfalen, aus Sassenberg. Hier besonderes, tolles Modell mit Glattblech, komplett Musiker heißt die Serie. Und den Grundriss werden wir uns gleich mal von innen anschauen. Wir haben längs Einzelbetten, wir haben eine Rundsitzgruppe, also ein richtiger Klassiker, wie man kennt, und ganz, ganz viele Stauraumklappen. Das bedeutet konkret, dass man von der Seite dann auch rankommt, wenn man irgendwas beladen möchte und so weiter. Hier in dem Fall der Musica 542E mit einer stattlichen Breite, ich schätze mal 2,50 Meter, kann man uns ja gleich mal anschauen auf den technischen Daten. Das sind so diese Serviceklappen, das heißt, damit komme ich unters Bett runter. Wir haben Aufbaufenster, hier in dem Fall von Polyplastik, und die bauen so ein ganz kleines bisschen auf. Ich denke, beim Wohnwagen, da spielt es auch keine große Rolle. Glattblech, durchgehend von oben bis unten, hier in dem Fall Alu, und hier ist die Kederleiste mit drin und hier hinten nochmal eine große Kederleiste, was auch immer man damit anfängt. Ja, eine Schiebehilfe ist hier mit dabei, aber bei der Klasse würde ich schon fast dazu übergehen, einen Mover zu installieren. Wir können ja mal schauen, Mover ist schon eingebaut. Also das ist hier die Rangierhilfe von Truma, nennt sich Mover Smart, und die ist hier bei dem Modell zumindest mal mit integriert. Ich bin mal sehr gespannt, wie es innen aussieht. Das sind die technischen Maße. Gesamtbreite 2,52 Meter, stark. Die Höhe sind 2,57 Meter und die Gesamtlänge 7,79 Meter. Auch hier gibt es die Möglichkeit, über eine halbe Tonne zuzuladen bei der 2-Tonnen-Variante. Und schön gemacht, hier 41.000 Euro kostet das Modell hier, 30.800 Euro geht's los. Und ja, dabei ist ein Autarkie-Paket mit Batterie, ein Luxuspaket, da steht auch immer dabei, was es denn wiegt, das ist immer ganz wichtig. Die 2-Tonnen-Auflastung ist dabei, der Mover mit dabei und sind nochmal 11.000 Euro extra. Wir gehen mal in den Wohnwagen rein, da ist sie, die Rundsitzgruppe hinten. Der große, sagen wir so, das große Erstaunen kommt ja von vielen Wohnwagenbesitzern, wenn sie sich mal ein Wohnmobil kaufen und merken, dass sie diese Großzügigkeit fängt an von der Fahrzeugbreite nicht mehr haben, keine 2,50 Meter mehr, sondern vielleicht nur noch 2,30 Meter. Oder, ich sag mal, andere Nachteile, aber die Rundsitzgruppe, das verschmerzen die meisten nicht, weil wer sich erstmal eine Rundsitzgruppe gewöhnt hat, der, ich sag mal, empfindet das als extrem gemütlich. Natürlich nicht, wenn sie im Sommer als Bett umgebaut ist, dann ist der Wohnwagen eigentlich nur eine reine Schlafstätte. Aber als 2-Personen-Wohnwagen hier ist es natürlich genial, weil du vollkommen barrierefrei hier 2 Längs-Einzelbetten hast, die sich jetzt auch nicht verbinden lassen. Das hat auch einen simplen Grund, weil dahinter das Bad ist, also die Tür, dahinter geht zum Bad. Aber ganz ehrlich, du hast 2 riesen Schlafplätze und natürlich kuscheln ist jetzt hier nicht angesagt, aber viele sagen, brauche ich nicht. Und für die ist das natürlich der perfekte Grundriss, der hier mit drin ist. Ja, ins Bad gehen wir mal. Jetzt mal schauen, wie es hier ausschaut. Licht an, großer Schrank hier zur linken Seite mit 1, 2, 3, 4 Riesenfächern. Das Ganze natürlich komplett unterlüftet. Und da kriege ich natürlich alles rein, inklusive einer Alltagskleidung sogar noch. Eine Tedford Kassettentoilette hier hinten mit Beinfreiheit pur. Also mehr Beinfreiheit geht schon gar nicht mehr. Da ist das Waschbecken mit drin, schon fast Luxus von der Größe her. Und ich habe Oberschränke mit drin, die wirklich sehr, sehr groß sind. Also hier bekomme ich allein von der Tiefe hier eine ganze Hand rein. Also das Ganze mal 3. Eine Dusche mit Handtuchtrockner, schon gleich integriert, einer festen Duschwand und viel Platz. Sogar hier die Ablage, das ist natürlich sensationell. Das heißt, auf dieser Ablage hier kriegst du alles untergebracht, von Shampoo, Duschgel, kannst sogar ein Kind draufsetzen zum Waschen. Also das ist interessant, ein Kleinkind. Ja, 2 Handtuchhalter mit dabei, eine richtig normale Tür. Das ist auch das, also hier keine Falltür, so irgendwas. Die machst du einfach zu und dann merkt man schon, jetzt ist schon viel ruhiger. Kleines Häkchen oben drüber,
Natürlich immer mit Fliegenschutz und die 2 Längsbetten. Das ist der Blick dann in den Wohnwagen rein. Wir können ja mal einfach mal so draufhalten. Da ist natürlich Barrierefreiheit angesagt von vorne bis hinten. Das Einzige ist natürlich für Rollstuhlfahrer, kann mir vorstellen, dass diese Tür hier einfach zu schmal ist. Also dass man hier nicht mit durchkommt. Aber ist man erstmal im Wohnwagen drin, hat man eine eigene Ebene. Da ist keine einzige Stufe, über die ich da irgendwie mal gehen muss oder so. Citywasseranschluss ist hier bereits mit drin. Alles verläuft im Kabelkanal da unten, inklusive der Luftleitung von der Heizung, die komplett umlaufend ist einmal. Gasdruckdämpfer mit dabei, auch hier eine ordentliche Verarbeitung, dicke Matratzen, also das merkt man auch direkt, und Ablagemöglichkeit hier am Bettende. Also hier kann ich noch Sachen reinlegen, je nachdem wie rum ich schlafe, habe ich da sogar direkt Zugriff drauf. Also könnte ja sein, dass hier auch das Kopfkissen ist. Ich kann mich komplett verschließen, indem ich hier diesen Faltvorhang einfach zumache und den verschließe. Jetzt ist er zu und habe dann hier eine komplett geschlossene Fläche. Oberschränke, jeweils an beiden Seiten 2 Stück, mit viel Platz für das ganze Gerödel, was man so mitnehmen möchte oder auch gar nichts. Also die kann man auch natürlich freilassen. Das Ganze ist nochmal mit Gummipuffern versehen, damit es möglichst keine Reibung gibt. Ja, unten ist das Kombigerät von Truma für die ganze Elektrik mit drin, das Autarkie-Paket mit Batterie und Batterieladegerät. Und auch hier wieder sehr deutlich die Kabelkanäle mit dem umlaufenden Wärmeschlauch. Der wird hier vorne abgezweigt von der Truma Therme mit Truma Vent. Muss gleich mal schauen. Die Truma Vent ist wahrscheinlich dahinter. Also ein sehr, sehr altbekanntes Konzept. So, wir gehen mal kurz nach links. Da ist die Küche mit 3 riesen Schubladen und einem 3-Flammen-Kochfeld, das sehr, sehr breit ist. Und ich habe hier die Spüle direkt mit angeschlossen, kann also sehr, sehr leicht reinigen. Alles ist sehr hochwertig verarbeitet, also auch hier diese Blende, wenn ich daran ziehe, wirklich, ihr merkt hier, der Wohnwagen wackelt, aber die Blende knarzt noch nicht mal. Also ich denke, das ist wirklich LMC, eine ganz hervorragende Verarbeitung. Lauter Oberschränke, ein Heki, das sich extrem leicht öffnen lässt. Also man macht einfach nur diese beiden Sperren auf und kann dann stufenlos hier mit diesem Teil auch für kleinere Personen das Ganze anheben. Und ja, schwuppdiwupp hat man das geöffnet. Einfach dran ziehen, Gasdruckdämpfer mit dabei, schließen, Feierabend. Und die Lüftungsposition, die gibt es auch. So, das Ganze nochmal zurück. Ist jetzt eingehakt und kann natürlich auch verdunkelt werden, wenn ich es etwas dunkler haben möchte. Beziehungsweise komplett dicht gemacht werden. Ja, das ist die Sitzgruppe. Und für mich stimmiges Konzept. Musiker heißt es. Kostet roundabout 40.000 Euro. Hier wäre dann noch Platz für ein Fernsehgerät, was man einbauen könnte. Klimaanlage ist hier montiert. Und hier nochmal ein Kleiderschrank, der den Namen auch wirklich verdient. Großer Kleiderschrank mit drin. Da ist übrigens die Truma Vent mit drin. Man hat sie nicht richtig gesehen. Das ist die Lüftungseinheit, die man dann nochmal steuern kann, die man sogar im Winter, das ist mein Tipp, bei Truma Vent auch ruhig anlassen soll. Die sorgt nämlich dafür, dass es keine Staunässe gibt, sondern immer wieder ein leichter Windzug drumherum geht. Und mein Tipp ist natürlich, wenn man ihn abstellt, macht noch ein Trocknungsgerät rein. Das kann auch ein Silikatgel sein, was ihr verwendet, gibt es überall. Und ihr werdet euch wundern, wie viel Feuchtigkeit das Silikatgel rauszieht. 41.845 Euro. Wir sind beim Freistart in Sulzemoos, hier bei der Firma Hofstetter. Und gleich schauen wir uns den Vivo 580D an. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Heute ist der 22. September 2022. Tschüss.